dass beide Kartuschen absolut baugleich und in Serie gefertigt wurden. Und wenn man diese Kartuschen ins Schwingen gebracht hat durch das Anklingen, dann haben alle Kartuschen exakt gleich geklungen. Und das Phänomen bei diesem Gerät, durch die unterschiedlichen Füllungen, durch die unterschiedlichen Eigenschaften des Informationswassers, klingen auch diese Kartuschen jetzt anders. Das werden wir jetzt einmal in einem Beispiel ausprobieren. Also ich glaube, man hört ganz deutlich, dass da ein Unterschied in der Schwingung ist, also im Klang. Für uns ist es allerdings noch ein Rätsel, also ein Phänomen, wie es zu diesem Klangunterschied kommen konnte. Ja, da haben sie ja gesagt, das gibt's nicht und ein Perpetuum mobile gibt's auch nicht. Ja, das gibt's eh nicht. Aber das ist ja das nicht, das ist ja die Magnetkraft, da sind ja die Magneten da. Und was da Kraft da ist, nicht? Zum Beispiel im Frühjahr, wo alles wieder aufhängt, jetzt Grasel wächst, die Bäume, die Blumen, alles wächst, volle, alles wird grün. Und nirgends ist eine Steckdose oder ein Kabel drum mehr. Mal über das nachdenken, wo kommt das her? Die Frage, wo es herkommt, ist für den Gärtner Alexander Moore in der Nähe von Wien nicht so wichtig. Für ihn zählt vor allem die Wirkung, sowohl für seine Pflanzen als auch für seine Familie. Und die lässt er sich von niemandem ausreden. Beim Wachstum ist es so, dass man vom Setzen weg normalerweise eine gewisse Zeit rechnet. Und diese Zeitrechnung ist eigentlich durch das Granda umgeworfen worden. Die Jugendentwicklung von allen Pflanzen geht zügiger und rascher voran. Und die Pflanzen sind sehr vital, also die sind kräftiger im Aufbau. Es hat sich die Haltbarkeit und die Qualität wesentlich gebessert beim Gemüse. Die Pflanze besteht zu 90% aus Wasser und desto gesünder das Wasser und vitaler das Wasser, desto besser der Aufbau und desto feingliedriger das Ganze. Und nicht nur das, die gesamte Familie nutzt und trinkt auch Granda und wir sind alle seitdem wesentlich gesünder geworden und uns geht es genau wie in unseren Pflanzen eigentlich. Gesund und vital dadurch. Kann Wasser tatsächlich Eigenschaften erwerben, durch die es Menschen und Pflanzen wohler tut als anderes, obwohl die Wissenschaft für dieses Element pauschal nur die Formel H2O bereit hat? Eine Frage, die Granda schon sehr früh beschäftigte. Ja, und dann ist eben die Tankstelle gekommen. Und da sind 5 Bewerber gewesen. Ja, bewerben dann wir ins kriegen, dann wir es eh nicht. Wir haben es gekriegt, nicht? Granda erkannte eine besondere Gabe. Er konnte Menschen begeistern. Und so wurde er kurzerhand Politiker. Er übernahm in den 70er Jahren die Führung der Sozialistischen Ortspartei. Von 20 auf über 100 Mitglieder expandierte die Gruppe, sogar der Pfarrer trat bei. Im damaligen Tirol eine unfassbare Tat. Inoffizielle Parteizentrale war Grandas Tankstelle. Gemeinsam wollte man die Welt verändern und dachte, die Politik wäre das richtige Instrument dazu. Georg Jöchel, dem Leiter des Heimatmuseums, sind jene Tage unvergesslich geblieben. Weißt du noch, wenn sie mir kennengelernt haben? Der hat einen Beinamen gehabt, das hat geheißen, das Politbüro. Weil sie natürlich auch in den, war kein Büro, war die Tankstelle mit Öldosen und so weiter, nicht? Aber Sesseln hat er drin gehabt und der Bier hat so gegeben und da ist politisiert worden, da waren auf alt und neu, nicht? Das ist eher ein klarer Fall, nicht? Weil da sind Gegner, Befürworter, da ist alles zusammengekommen da hinten, nicht? Und dann hat es halt geheißen, jetzt hocken schon wieder rein im Politbüro, nicht? Und das war aber eigentlich schon, und da hat er eher Leute anwerben können, nicht? Angeworben hat aber schon auch solche, die dann das Parteibüchlein bei ihm in der Schublade, weil sie es nicht nach Hause tragen haben trauten, nicht? Weil die Mutter so geschimpft wird, nicht? Und nachher haben sie aber gesagt, ja, das ist eine rote Tankstelle, nicht? Aber da haben die Schwarzen genauso gedankt, nicht? Sind da ein paar Mal Hechere auch gekommen. Ja, das war der Bundeskanzler. Dann war natürlich der Finanzminister und der Höhepunkt natürlich war, dass der Bundespräsident Franz Jonas Jochberg besucht hat. Der Innenminister Rösch war da
Und dann hat der Hans Grander gesagt, ja, unsere Gendarmerie fährt mit so einem 500er Buch durch die Gegend, der braucht schon mehr Öl wie Benzin, und ob er da nicht was machen könnte. So ein Otto habe ich auch gesagt, es ist schon bei uns die Gendarmerie-Auto, das 500. Buch, nicht, das ist auch so ein Schaman, nicht? Der tut auf der mehr Öl verlieren, was Benzin brauchen. Ja, sagt der Otto, das höre überall so Sachen. Eines Tages steht ein neuer VW Käfer da vor der Türe beim Gendarmerieposten Jochberg. Die in Innsbruck, die sind schon zusammengefallen. Weil wie gibt's das, dass die Zentrale in Innsbruck nichts weiß und das kleine Jochberg hat ein nagelneues Auto. Und sie haben das neue Auto, einen neuen VW, von Wehren direkt nach Jochberg zugestellt gekriegt. Und das haben die Innsbrucker wieder nicht erlitten. Und der hat gesagt, ja, ich weiß da nichts. Ich weiß nur eins, der Innenminister war beim Grander, nicht? Und dann ist Schluss gewesen. Ja. Nach 9 Jahren waren Tankstelle und Politik für Grander ausgereizt. Er wusste, beides hat keine Zukunft für ihn. Es war wohl eine reife Zeit, die die Basis für ein anderes Leben schuf. Aber die 9 Jahre auf der Tankstelle war auch Lehrzeit. Weil es ist das ganze Leben ist eine Lehrzeit. Grander erkannte, dass es noch viel mehr im Leben zu lernen geben muss. Und als die Mehrwertsteuer kam, die braucht man immer nicht. Und dann habe ich es lassen. Weil bist eh gerade ein Knecht für die Ölmultis mehr. Bist auch da nicht, wenn es der Tankstelle wächst, nicht? Ja, und nach der Tankstelle ist das nachher umgegangen. Plötzlich hat man von den Hansen nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Haben sie ihn eingesperrt oder was, das weiß man nicht. Der Druck war eigentlich der, dass man gesagt hat, tut der nichts. Was macht denn der? Die Leute haben bald gesagt, oh, jetzt spinnt er ganz. Wir haben immer gesagt, solange wir nicht betteln gehen müssen, werden wir es aushalten. Weil sich niemand vorstellen hat können, dass das Wasser was bewirkt. Heute glaubt man ihm. Die Russische Akademie der Naturwissenschaften verlieh ihm im Jahr 2000 das Silberne Ehrenzeichen, die höchste Auszeichnung, die ins Ausland vergeben wird. Die Repräsentanten der Akademie kamen nach Jochberg in Tirol, da Grander seine nähere Umgebung seit langem nicht mehr verlässt. Seit Jahren experimentiert man in Moskau mit Granders Wasser und glaubt sich auf der Spur von bahnbrechenden Erkenntnissen. Die Republik Österreich verlieh Grander ein Jahr später das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Wissen Sie, wie viel Stück edler Hölzer es gibt, aus denen man eine Geige bauen könnte? Aber nur einer, und das war Stradivari, konnte daraus eine Stradivari bauen. Und darum glaube ich auch, dass nur Hans Grander das Wasser zu dem machen kann, was es ist. Verbreitet hat sich Granders Wasserbelebung in erster Linie durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Immer mehr Schwimmbadbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz rüsten ihre Bäder mit der Grander